schön, dass du hier bist. In diesem Video möchte ich dir ein paar Tipps zeigen, wie du sofort produktiver wirst. Ich habe die Tipps auch alle selbst angewendet und sie haben mir in den letzten Jahren immens viel geholfen, meinen Workflow flüssig zu halten. Ich möchte zuerst den Begriff Produktivität an sich analysieren und auch herausfinden, wieso man bewusst nicht produktiv ist, beziehungsweise wieso man zum Beispiel prokrastiniert oder verleugnet, dass man überhaupt unproduktiv ist. Danach möchte ich dir 4 Tipps geben, wie du sofort produktiver wirst. Aber nur, und das ist sehr wichtig, wenn du es sofort anwendest und nicht, wenn du die Tipps in deinem Hinterkopf behältst, erst in einer Woche oder einem Monat oder in einem Jahr machst. Und bevor wir mit dem Video beginnen, würde ich dich bitten, einen Stift und ein Papier zu holen und das Video ganz kurz zu pausieren. Ich möchte nämlich, dass du dir einen Grund aufschreibst, wieso du überhaupt produktiv sein willst. Das heißt, vielleicht möchtest du mehr Zeit mit deiner Familie und deinen Freunden verbringen oder du möchtest mehr an einem Tag erledigen können oder du willst es einfach dir selbst beweisen, dass du es kannst. Also, ich glaube, wir können mal beginnen. Finden wir heraus, wieso du auf dieses Video geklickt hast. Jeder hat eine andere Interpretation davon, was es heißt, produktiv zu sein. Und für mich bedeutet es, flüssig zu sein. Das klingt jetzt mal komisch, aber was ich damit meine, ist, dass der Tag flüssig ist, also fließend ist. Das heißt, es gibt keine Momente, wo man einfach auf dem Sofa sitzt und man nicht weiß, was man machen soll, weil einem langweilig ist, sondern dass man immer auf etwas hinarbeitet und das mit eben den aufgebauten Systemen, die man kreiert. Wenn man produktiv arbeitet, ist es nie eine Frage von, mache ich diese Aufgabe, sondern wann mache ich diese Aufgabe. Ein Problem, wieso sich viele Leute nicht fragen, wann sie diese Aufgabe machen, ist, weil die meisten Leute Zeitverbraucher und keine Zeitmanager sind. Im Endeffekt geht es eigentlich nur darum, ob man versteht, wie wertvoll eigentlich seine Zeit ist und dass es nur in unserer Kontrolle liegt, was man mit dieser Zeit macht. Deshalb sind Aussagen wie, ich hatte keine Zeit dafür, nur Ausreden dafür, dass die Aufgabe oder die Sache nicht deren Priorität war. Ich persönlich denke, dass viele Leute unterbewusst Angst davor haben, produktiv zu sein. Es ist im Endeffekt eine Entscheidung, die auch Opfer mit sich bringt. Opfer wie zum Beispiel Komfort. Man muss alte Gewohnheiten abbauen und neue Gewohnheiten aufbauen. Viele haben einfach Angst davor, sich zu verändern. Und wovor sich die Leute vielleicht am meisten fürchten, ist dieser riesige Berg an Aufgaben, den sie ignoriert haben, als sie den Serienmarathon durchgezogen haben. Diese Angst möchte ich dir aber nehmen, und zwar mit dem ersten Tipp. Bevor man anfängt, ein Problem zu lösen, muss man ja zuerst analysieren, wie groß das Ausmaß ist, oder? Das heißt, man muss jetzt diesen ganzen Berg an Aufgaben nehmen, den man erledigen muss, und aufschreiben. Konkret gesagt musst du jetzt am besten gleich auf diesen Zettel, den du hast, alle Sachen, die du noch erledigen musst, notieren. Und ich meine wirklich alle Sachen. Das heißt, diese E-Mail an den Professor, vielleicht musst du deine Katze füttern, vielleicht musst du zum Supermarkt rennen, weil du Schokolade kaufen musst, wer weiß. Und nachdem du diese To-Do-Liste aufgeschrieben hast, musst du sie in Kategorien unterteilen. Es ist natürlich dir überlassen, wie du sie benennen willst. Ich persönlich habe aber die Kategorien Uni, Privat, Finanzen, Gesundheit und Weiterbildung. Zum Schluss musst du diese ganzen Aufgaben priorisieren. Es kommt darauf an, wie viele Aufgaben du insgesamt hast, aber sagen wir mal, du hast um die 20 Aufgaben. Dann würde ich mir eine Top 6 anschaffen und eine Top 3. Und dein Fokus an diesem Tag wird hauptsächlich an der Top 3 liegen. Das heißt, du solltest keine anderen Aufgaben erledigen, bis du diese 3 wichtigsten Aufgaben geschafft hast. Jetzt noch ein kleiner Tipp, wie man Aufgaben priorisiert. Schaut euch die Eisenhower Matrix an. Das ist so eine 2x2 Matrix. Sie ist aufgeteilt in wichtig und dringend, wichtig und nicht dringend und nicht wichtig und
nicht dringend und wichtig. Und sie zeigt euch eben, ob man die Aufgabe delegieren sollte oder ob man sie generell nicht machen sollte. Also das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Auch wenn wir alle denken, wir können wir es eigentlich doch nicht. Wenn man so viele Aufgaben zu erledigen hat, kann es verlockend sein, 2 Sachen auf einmal zu machen. Aber im Endeffekt kann Multitasking uns mehr schaden als helfen, weil wir geben der Aufgabe nicht unsere ganze Aufmerksamkeit und sie ist am Ende vielleicht nicht so ausführlich bearbeitet wie geplant. Wenn ich an Multitasking denke, denke ich zum Beispiel auch daran, dass man auf der Hälfte des PCs den Lernstoff hat und auf der anderen Hälfte die Serie läuft. Was ich gewisserweise auch unter Multitasking verstehe, ist der Glaube daran, kurz auf das Handy schauen zu können, während man eine Aufgabe macht. Und wir wissen, dass das oft nicht funktioniert. Deshalb sollte man alle elektronischen Geräte irgendwo außer Reichweite lagern. Oder wenn man eben den Laptop braucht, das WLAN ausschalten, wenn man es nicht braucht. Was ich oft mache, um meinen Fokus beizubehalten, ist, dass wenn mir eine Aufgabe einfällt, die ich noch zu erledigen habe, oder wenn mir eine Idee einfällt, dass ich es einfach auf meinen Notizzettel schreibe, den ich neben mir liegen habe, damit ich nicht mit meiner jetzigen Aufgabe aufhören muss und schnell die andere Aufgabe erledige, weil dann verliere ich diesen Flow, in dem ich gerade drin bin. Na schön, jetzt hast du diese Aufgaben und du weißt, dass du dich auf jede Aufgabe einzeln konzentrieren musst. Und was jetzt? Jetzt musst du deine wahren Kräfte offenbaren, weil jetzt geht es darum, deinen Aufgaben einer Zeit zuzuordnen. Das ist meiner Meinung nach eine Art fortgeschrittenes Niveau, weil man wissen muss, wie lange man circa für eine Aufgabe braucht, aber das wirst du auch einschätzen können mit der Zeit. Hier ein kleiner Tipp: Oft verschätzen sich Menschen darin, wie lange sie brauchen. Deshalb zähle immer 50% der geschätzten Zeit dazu. Das heißt, wenn du dir eigentlich vorgenommen hast, 1 Stunde für die Aufgabe zu brauchen, zähle 30 Minuten dazu und plane dann einfach 1,5 Stunden für diese Aufgabe. Mit diesem Schema kannst du dir eigentlich jetzt den ganzen Tag aufteilen. Ich würde das persönlich aber nicht jeder Person empfehlen, weil wenn du das zum Beispiel zum ersten Mal machst, kannst du schnell demotiviert werden, wenn du zum Beispiel jetzt nicht in der Zeit liegst. Und was ich dir empfehlen würde, ist, dass du dir stattdessen einfach eine Frist setzt. Das heißt, du nimmst jetzt diese 1,5 Stunden und so lange kannst du für die Aufgabe verwenden. Du teilst dir aber nicht eine bestimmte Zeit ein. Das heißt, du sagst nicht, diese Aufgabe mache ich von 12 bis 1:30 Uhr, sondern du sagst, ich mache die Aufgabe für 1,5 Stunden. Und so hat man einfach viel mehr Spielraum und ist keinem so großen Druck ausgesetzt. Auch wenn man den Plan und die Motivation hat, ist man manchmal trotzdem noch in dieser Starre und man ist zu überwältigt davon, den ersten Schritt zu machen, die erste Aufgabe zu erledigen. Und dann macht man vielleicht doch was anderes und beginnt erst morgen damit, produktiver zu sein. Und um das zu umgehen, kann man die 5-Minuten-Regel anwenden. Man stellt sich einen Timer von 5 Minuten und beschließt nur in dieser Zeit die Aufgabe zu machen. Das heißt, wenn die 5 Minuten mal vorbei sind, ist man nicht mehr gezwungen, weiterzumachen, aber man denkt sich vielleicht so, ja, ich mache noch ein wenig weiter und dadurch hat man am Ende viel mehr erledigt, als hätte man es nichts gemacht. Auch wenn es im Endeffekt doch nur 5 Minuten waren, sind kleine Schritte besser als keine Schritte. Jeder dieser Tipps funktioniert nur, wenn du ihn auch wirklich umsetzt und versuchst, ihn in deinen Alltag einzubauen. Man wird nicht über Nacht zu einem anderen Menschen und wenn du es dir langsam zur Gewöhnung machst, deine Zeit effektiv zu nutzen, wirst du sicher bald einen Unterschied merken. Eins möchte ich dir auch noch nahelegen, während du diese Tipps ausprobierst: Sei geduldig mit dir selbst. Verzeih dir, wenn du mal eine Sache nicht eingehalten hast und sei nett zu dir. Gönn dir so viele Pausen, wie du brauchst und wachse in deinem Tempo. Das war es eigentlich auch mit dem Video. Ich hoffe wirklich, es hat dir gefallen und du wirst
einer dieser Tipps umsetzen und Fortschritte erzielen. Und wenn du das gemacht hast, schreib es mir gerne unten in die Kommentare, wie er bei dir geklappt hat. Ich freue mich über ein Like, damit ich weiß, dass dir dieser Content gefällt, und abonniere meinen Kanal, damit ihr meine Videos nicht verpasst. Bis bald!